Heute stellt Insta360 gleich zwei neue Actionkameras vor, und zwar die Ace und die Ace Pro. Heute stelle ich euch die Ace Pro vor, die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde, und was die Kamera drauf hat, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, ganz richtig. Ich war auf Deutschlands höchster und schnellster Achterbahn mit bis zu 4G Beschleunigungskräften und habe diese Kamera mal so richtig getestet, was sie denn kann und ob sie da wirklich abliefert. Das seht ihr gleich. Reden wir mal zuerst über die Specs. Die Hauptschwerpunkte dieser Kamera sind ein sehr großer Sensor für den Actionkamera-Bereich. Mit einem 1 zu 1,3 Zoll großen Sensor hat Insta360 hier den größten Bildsensor auf dem Markt. Und das sorgt nicht nur dafür, dass wir mehr Lichtphotonen einfangen können, das heißt insgesamt mehr Dynamikumfang, weniger Rauschen haben, sondern wir können natürlich auf einem größeren Sensor auch mehr Megapixel unterbringen. Und das heißt, wir haben hier 48 Megapixel auf dem Sensor für Fotos. Aber wer jetzt ein bisschen aufpasst und sich schon ein bisschen auskennt, der weiß, 48 Megapixel sind genug für 8K Video. Und die wenigsten von uns werden wahrscheinlich mit 8K filmen wollen, aber wer da so ein bisschen in der Materie drin ist, der weiß, 8K bedeutet, wenn ich in 4K filme, kann ich einen verlustfreien zweifachen Zoom ausführen. Den kann ich entweder mit Doppeltap auf dem Klappdisplay, ein weiteres Kernfeature dieser Kamera, ausführen, oder ganz bequem über eine Taste. Ihr seht, ich bin hier bei 4K 30. Wenn ich jetzt Doppeltap mache, bin ich sofort in einem verlustfreien Zweifach-Zoom und habe trotzdem noch 4K. Auch das ist eben ein einmaliges Feature derzeit auf dem Markt. Das kann keine Kamera mit der Auflösung. Ich habe hier ein Flip-Display, das auch schön über zwei Rastnasen, das zeige ich euch mal hier an der Seite. Da habe ich hier zwei Rastnasen, das heißt, im Action-Bereich fliegt euch das Display nicht um die Ohren, sondern das ist hier wirklich fest eingerastet. Und das hat halt einfach den Vorteil, wir haben hier eben, wir können uns selber filmen, wir können kreative Winkel filmen. Das heißt, wenn ich das auf dem Fahrradlenker montiere, dann kann ich einfach von oben auf das Display schauen. Ja, das ist ja bisher bei Actionkameras immer so das Problem gewesen. Wir montieren die auf dem Lenker, Motorrad, gut, das meistens am Helm, aber es gibt auch Lenkerhalterungen. Und da ist halt einfach das Problem, ich sehe nichts und da gucke ich jetzt von oben runter und sehe mein Display. Und ich kann natürlich auch kreative Positionen einnehmen. Ich kann die Kamera bodennah über den Boden fahren und sehe trotzdem noch, was ich filme. Und wir können es natürlich auf uns selbst richten und damit sehen wir natürlich auch uns selber. Wir können es auch direkt bedienen. Wir haben aber nicht nur dieses Display, sondern hier auch ein kleines Infodisplay und dort stehen die wichtigsten Informationen drauf. Und wir haben eine Indikator-LED, die euch sagt, filmt das Ding gerade oder lädt es oder ist es gerade in Standby, dann ist es nämlich blau, so wie jetzt. Für wen ist so eine Kamera in erster Linie gebaut? Natürlich für alle, die actionmäßig unterwegs sind, aber auch diejenigen, die sich einfach leicht und kompakt selber filmen möchten im Urlaub, auf Reisen. Und sie ist im Grunde für alle, die höhere Ansprüche haben an Lowlight-Verhalten, an Performance und Stabilisation. Die Kamera eignet sich auch aus Dutzenden Gründen perfekt für das Vlogging und ich versuche euch mal so ein paar schnell zusammenzufassen. Zum einen haben wir das Klappdisplay, das heißt, wir können uns perfekt sehen und nicht nur das, sondern unser Gesicht wird auch mit einem kleinen gelben Rähmchen markiert. Was bedeutet das? Die Kamera hat eine Gesichtserkennung, das heißt, sie gibt den Hauttönen Priorität. Jetzt kommt gerade die Sonne raus. Jetzt würde die Kamera neigen, wenn wir einen dunklen Hintergrund zum Beispiel haben, dass das Gesicht gänzlich überbelichtet. Aber die Kamera ist intelligent, die weiß, aha, das Gesicht darf nicht überbelichten. Und dementsprechend dunkelt sie das Gesamtbild so ab, dass das Gesicht auch jetzt hier bei praller Sonne nicht überbelichtet. Gleiches funktioniert aber auch im Gegenlicht. Die Kamera weiß ganz genau, obwohl es jetzt im Hintergrund so viel Licht gibt, würde mein Gesicht ganz schwarz jetzt absaufen. Macht es aber nicht, sondern es ist gut zu sehen. Es wird zwar nicht übertrieben aufgehellt, sodass der Hintergrund jetzt völlig überbelichten würde, aber die Kamera versteht sehr wohl, was das Gesicht ist und gibt dem Gesicht in den
in der Helligkeit Priorität. Ein weiterer Grund für das schöne Vlogging sind die Hauttöne. Denn die Hauttöne, seht ihr selbst im Gegenlicht jetzt, sind relativ gut dargestellt und das klappt bei Insta360 viel besser als bei den Mitbewerbern. So, weitere Gründe für das perfekte Vlogging sind auch der Audioadapter. Ich spreche gerade zu euch über ein perfekt professionelles Mikrofon mit einem großen Windplüschel und es ist hier relativ windig und trotzdem versteht ihr mich sehr, sehr gut und die Windgeräusche werden sehr gut rausgenommen, einfach durch das große Mikrofon. Dazu braucht ihr einfach diesen kleinen Winkel, den es als Zubehör gibt und den Audioadapter, den ihr dann über USB einsteckt und trotzdem könnt ihr die Kamera ganz normal noch laden, weil auch dieser Audioadapter ein kleines USB-Fach hat. Und der letzte Punkt, den ich euch unbedingt empfehlen würde, ist dieser Multimount, mit dem ich die Kamera gerade in der Hand habe. Denn ihn kann man bis zu 3 Segmente sozusagen ausklappen und damit gelingen uns natürlich auch ganz coole kreative Dinge. Zum einen können wir die Kamera extrem hochhalten über die Menschenmenge. Wir können sie schön weit von uns weghalten, so wie jetzt gerade, damit wir einfach mehr drauf bekommen. Wir können die Kamera bodennah wie ein Steadicam-Operator über den Boden fahren lassen, weil wir so einen schönen klappbaren Mount haben, den wir mit einem kleinen Kugelkopf vorne in 1000 Richtungen einstellen können. Und zu guter Letzt kann man aus diesem Multimount auch noch 2 kleine Beinchen rausschwenken und dann haben wir auch noch ein kleines Stativ dabei und der ist so vielseitig, dass ich ihn nicht nur für die Insta360 Ace empfehle, sondern auch für alle anderen kleinen Kameras. Ganz neu bei Insta360 ist jetzt auch ein KI-Highlight-Assistent. Den könnt ihr hier ganz normal hier oben mit dem kleinen Button aktivieren und ab jetzt wird er jede Aufnahme analysieren und gleich ein Highlight-Video in der Kamera euch zur Verfügung stellen. Das ist für alle Leute interessant, die sagen, ich will auf keinen Fall danach noch Zeit verschwenden müssen, dass ich in irgendeine Software rausgehe damit, sondern ich will direkt ein schönes Video von meinen Erlebnissen teilen und die Kamera erstellt das intern selbstständig. Die Bedienung ist, wie wir das kennen, von unten nach oben gewischt haben wir erstmal hier die Einstellungen in dem jeweiligen Modus, in dem wir uns befinden. Die Kamera kann natürlich alles filmen. Dann hat sie einen Free-Frame-Modus, den zeige ich euch gleich, der ist auch total spannend. Intervall-Modus, Timelapse-Modus, einen Zeitlupe-Modus und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn ihr in einem dieser Modi seid, könnt ihr eben von unten nach oben wischen und die Einstellungen vornehmen. Hier zum Beispiel können wir jetzt sagen, wir wollen 4K bis zu 120 Bilder pro Sekunde filmen. Und da genieße ich es halt, dass ich hier mit 120 Bilder pro Sekunde eine bis zu 4-fache verlustfreie Zeitlupe, eine ruckelfreie Zeitlupe machen kann und habe trotzdem noch die 4K-Auflösung. Apropos Auflösung, die Auflösung dieser Kamera hat mich wirklich überzeugt. Ihr seht hier zum Beispiel, bevor wir zur schnellsten und höchsten Achterbahn kommen, bei dieser kleinen Schweizer Achterbahn, dass ihr hier eine wahnsinnige Auflösung habt. Ja? Also wenn ich hier mal so mitten im Frame anhalte, dann seht ihr, wie krass dieses Bild aussieht und wie scharf das rüberkommt. Ja? Und das aber nicht allein, sondern wir haben auch eine unglaubliche Stabilisierung des Videomaterials. Also die Kamera ist nicht nur robust, hat ein sehr scharfes Bild, sondern hat auch tolle Zeitlupen und zusätzlich eine krasse Stabilisierung. Und die schauen wir uns jetzt auf der schnellsten Achterbahn Deutschlands an. Ja, ihr habt die Aufnahmen gesehen, es ist schon echt Wahnsinn, wie ruhig diese Aufnahmen geworden sind. Ihr denkt jetzt vielleicht, das ist ja kein Kunststück, weil du fährst ja da auf Schienen und alles ist weich und die Kamera muss nichts stabilisieren, aber weit gefehlt. Ihr habt hier 130 km/h Gegenwind und das ohne Windschutzscheibe. Ich glaube, ich habe heute noch die Fliegen auf den Zähnen hängen. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, die Schienen, die sind ja nicht weich, sondern die rütteln wie nichts. Ja? Also jede kleine G-Kraft, die hier wirkt, rüttelt euch im Sitz hin und her und ihr habt hier halt einen wackeligen Gegenwind und die Kamera ist wahnsinnig am Shaken. Ja? Und wenn ihr das im Hinterkopf habt, dann schaut euch jetzt nochmal das Material an und das ist nicht stabilisiert von meiner Software, sondern das ist einfach nur die Flow-State-Stabilisierung in der Kamera, dann muss man da schon wirklich staunen. Das Video habe ich mit 4K 60 aufgenommen, ich hätte es auch mit 4K 120 aufnehmen können, aber das wäre jetzt für mich kein Vorteil gewesen, weil warum soll ich es noch langsamer abspielen? Also man kann jetzt hier eine 2-fache Zeitlupe machen mit 4K 60 und ja, das ist schon wirklich sehr krass geworden.
Auch die Lowlight-Fähigkeit dieser Kamera ist hervorzuheben, denn wir haben hier den sogenannten Pure Shot Modus. Das heißt, wenn ich hier rüber wische, dann haben wir ein Pure Video und das erzeugt marktführend starke Lowlight-Performance-Bilder im Action-Kamera-Segment. Ja, wenn ihr euch mal hier diese Bilder anschaut, die sind schon wirklich atemberaubend gut aufgehellt. So, diesmal wirklich Pure Video. Hier brennen wirklich nur ein paar schummrige Lampen an der Decke. Es ist wirklich sehr dunkel hier. So, jetzt das Duell der Giganten. Hier Insta360 Ace Pro vs GoPro 12 Hero. Ein krasses Duell und jetzt schauen wir uns mal die Lowlight-Performance der beiden Kameras an. So, das ist die Realität, wenn wir über Lowlight-Verhalten sprechen. Hier auf der rechten Seite seht ihr das Footage der Insta360 mit dem Pure Shot Modus und auf der linken Seite seht ihr das Footage von der GoPro und ihr seht zum Beispiel im Sofa ist so wenig Licht bei der GoPro und bei der Insta360 wird alles extrem aufgehellt und wir haben hier ein maximal schummriges Licht. Wenn ich hier mal so über den Tisch filme und hier nach oben, dann seht ihr einfach, was da für ein Riesenunterschied ist. Und wir haben rechts bei der Insta auch ein wahnsinnig ruhiges, stabilisiertes Video, wenn ich hier so umherlaufe. Was ich bei der Kamera auch stark finde, ist, dass wir Aufnahmen pausieren können und einfach wieder weitermachen können. Das heißt, ich filme jetzt hier das Motorrad, drücke auf Pause, drehe mich rum und drücke wieder auf Play und filme dann die Landschaft dazu. Das heißt, ihr habt hier später einen Schnitt, den ihr nicht machen müsst in der Software, weil das ist sofort in einem Clip zusammengefasst. Ja? Ich zeige euch das mal schnell. Ich filme jetzt hier mal in diese Richtung und ich könnte jetzt jederzeit im Video hier einfach auf Pause drücken und jetzt ist die Aufnahme pausiert. Ja? Jetzt drehe ich die Kamera in eine andere Richtung und setze die Aufnahme fort, aber das sind später nicht 2 Clips, sondern das ist nur ein Clip. Und das ist natürlich mega praktisch. Ich kann beliebig oft hier auf Pause drücken, kann wieder woanders hinschwenken und drücke hier wieder Play. Und ihr habt später nicht 10 Clips auf eurer SD-Karte gespeichert, sondern einen Clip, der halt mehrmals pausiert wurde. Ihr könnt natürlich jederzeit auch die Insta360 Studio App verwenden und die bietet euch alle kreativen Möglichkeiten, die ihr euch vorstellen könnt. Ihr könnt hier die Kamera natürlich fernsteuern, aber ihr habt auch sehr coole Vorlagen, wo ihr sehr schnell eure Erinnerung zu einem perfekten, spannenden Video zusammenfassen könnt. Okay, kommen wir zu einem weiteren Highlight dieser Kamera und zwar ist das das sogenannte Free-Frame Video. Das könnt ihr aktivieren, indem ihr hier rüber wischt und dann seid ihr schon im Free-Frame Aufnahmebildschirm. Aber was ist das? Jetzt haben wir plötzlich 2 schwarze Balken links und rechts am Monitor. Was bedeutet denn das jetzt schon wieder? Ja, das ist das Highlight dieser Kamera. Sie hat nämlich einen 4:3 Sensor. Das heißt, der ist höher als die üblichen 16:9 Sensoren, die dort eigentlich verbaut werden. Und damit können wir jetzt ein 4:3 Video in maximaler Auflösung aufnehmen. Und warum sollte man das tun? Na, weil wir später dann noch entscheiden können, ob wir davon ein Hochkant- oder ein Quervideo machen wollen. Ich habe jetzt hier mal eine Aufnahme in den Rechner geladen und ihr seht jetzt hier, wir haben jetzt ein 4:3 verwackeltes Bild, weil hier die Stabilisation noch nicht aktiviert ist. Die schaltet ihr hier oben rechts einfach ein. Jetzt habt ihr die Flow State Stabilisierung. Jetzt sieht das Ganze schon viel, viel weicher aus. Ja? Aber damit nicht genug. Ihr könnt jetzt hier auch sagen, nee, ich möchte nicht diesen super Weitwinkel, der ist ja auch immer so ein bisschen verzerrt, sondern ich möchte das Ganze linear gestreckt haben. Und jetzt haben wir schon ein echt cooles, linear gestrecktes Video. Das hat jetzt aber alles noch nichts mit dem Hochkant-Video zu tun. Das können wir da unten aktivieren. Ihr seht, ich kann jetzt hier in der Post-Production sagen, ich möchte das Ganze als 16:9 Video haben
Oder ich will das eben als 9:16 hochkant haben. Und jetzt haben wir halt viel mehr Auflösung, als hätten wir das auf einem zwangsbeschnittenen 16:9 Sensor aufgenommen und haben jetzt durch diesen hohen 4:3 Sensor sozusagen auch mehr Auflösung in der Höhe. Neben diesem ganzen spannenden Zubehör, und ich habe jetzt wirklich nicht alles hier, hat die Kamera noch viele, viele andere Funktionen, auf die ich jetzt gar nicht eingehen kann. Sie hat zum Beispiel Gestensteuerung, Sprachsteuerung. Wir haben die Möglichkeit, sie über ein GPS-Modul zu koppeln, sodass ihr später als Fahrrad- oder Motorradfahrer nicht nur die Strecke, sondern auch die Geschwindigkeit und so weiter direkt ins Bild einblenden könnt. All das ist mit dieser Kamera möglich und noch viel, viel mehr. Ich habe sie euch jetzt mal heute kurz vorstellen wollen. Checkt mal unten die Links aus, da findet ihr dann auch den aktuellen Preis. Mir hat es gefallen, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und hoffentlich, dass ihr durch alle Action in eurem Leben gut durchkommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.